Ja, Marcel als Dozent war für mich sehr, sehr authentisch, weil er in unterschiedlichen Settings sich biografisch, aber auch in seiner Businessrolle entwickeln konnte. Er hat in unterschiedlichen Gesellschaften gelebt, in unterschiedlichen Regionen gelernt und sich mit der Gesellschaft auseinandergesetzt. Und deswegen empfand ich ihn im Speziellen für Deep Democracy, für diese Methode, die ja auch nicht innerhalb Deutschlands primär entstanden ist, sehr authentisch und vor allen Dingen nahbar und selbst hochbasisdemokratisch engagiert. Also diese Idee dahinter, dass er sich auch als Role Model zur Verfügung stellt und diesen Workshop basisdemokratisch gestaltet, das hat es bestärkt und mir auch gezeigt, was alles möglich ist, wenn man da voll mit der Haltung dahinter steht. Also Marcel hat eine sehr lebendige und anschauliche Art und auch, was ich bei diesen auch teilweise schwierigen Themen sehr wichtig finde, eine sehr lustige Art. Also wir haben auch sehr, sehr viel gelacht. Das hat einfach auch einen Raum des Vertrauens geschaffen, wo man auch Dinge ansprechen kann, die man, auch wenn man sich nur kurz kennt, vielleicht nicht sofort ansprechen möchte. Und man hat einfach auch viel Freude dabei. Man merkt, dass er mit Herzen an der Sache dabei ist und man merkt auch, dass er sehr viel Erfahrung schon mitbringt, weil er immer wieder in Beispielen erzählt, weil er sehr gut auf Fragen eingehen kann, auch konkrete Beispiele, die wir als Gruppe in den Raum reingebracht haben, dass er da nicht nur so ein Standardrepertoire hat. Was ich an Marcel wirklich schätze, dass er auf konkrete Beispiele eingeht, auch gute Fragen stellt, den Raum öffnet für eine gemeinschaftliche Reflexion. Ich finde ihn super als Trainer, hat richtig Spaß gemacht, auch ihm zuzuhören und zu sehen. Und es war jetzt nicht nur meine Stimme, sondern die Kollegin, die Jutta, die hat auch gesagt, sie fand es beeindruckend, wie er so als Persönlichkeit rüberkommt und hat ihn dann auch gefragt, bist du Schauspieler? Ja, und das ist er natürlich auch an der Stelle und das merkt man, weil man merkt, wie er spricht, wie er Dinge transportieren kann, sodass es nicht nur die Inhalte sind, sondern er unterstützt mit seiner Art und Weise, wie er kommuniziert, wie er Dinge sagt, einfach sehr stark einfach die Message und die Inhalte des Trainings. Ja, Marcel ist mir als Dozent sehr im Kopf geblieben. Ich fand daran sehr spannend, dass er halt unglaublich professionell und tief irgendwie auf das Thema sozusagen eingegangen ist. Ne? Also er hat einerseits sich in die Situation von einer fiktiven Führungskraft, die jetzt sozusagen hier gerade Widerstand an die Oberfläche bringen muss, sozusagen, hat er sich irgendwie sofort reinfühlen können, aber automatisch auch uns alle mitnehmen können, sozusagen. Und das war halt total wertvoll, ne? Weil wir haben natürlich spezifisch hier in diesem Kontext, also Organisationskontext und wie entwickelt man Organisationen, menschliche Beziehungen, am Ende ist es vor allen Dingen ja Menschelei und Menscheltüm sozusagen, ja. Das ist ja alles super komplex und von Befindlichkeiten und Vorstellungen, Privilegien und so weiter geprägt. Und das aufzubrechen ist total schwierig, aber das hat er wirklich gut geschafft und hat damit halt irgendwie sozusagen einmal so den Raum geschaffen, zu überlegen, okay, wo setze ich jetzt die Cuts, wo sind hier die Probleme eventuell und wie habe ich hier jetzt irgendwie sozusagen eine Strategie, damit umzugehen. Also wenn ich an Marcel denke, dann denke ich an einen jungen, dynamischen Trainer, der wie gesagt, sehr auf Augenhöhe unterwegs ist, immer wieder Ausflüge mit einem macht, wenn die Teilnehmenden Fragen haben. Der wirkt unglaublich versiert und strukturiert, aber dabei nicht steif oder starr, sondern du hast das Gefühl, es geht genau immer, was die Gruppe braucht, kommt jetzt dran. Das ist sehr rundes Training gewesen und ich hatte viele Trainings schon im Leben, ne? Und kann das irgendwie für mich ganz gut einordnen. Das war State of the Art, sehr cool. Marcel als Dozent wahrzunehmen war irritierend bis erfrischend gleichzeitig und ich war froh, dass wir direkt im Anschluss nach seinem Workshop ins Gespräch gekommen sind, weil ich dachte, es hat mir manchmal sogar ein bisschen Angst gemacht, wenn er die kritischen Situationen, die er angesprochen hat im Bereich des Teambuildings, dann auch noch schauspielerisch dargestellt hat und ich dachte, wo kommt denn das her? Ist es doch eigentlich ein Coach oder ist es ein Schauspieler? Das Gespräch mit ihm hat es dann halt offengelegt. Er hat eben beide Seiten, die er vereint. Und das hat das Ganze nochmal viel nahbarer, viel erfahrbarer werden lassen. Und bin eigentlich im Nachhinein froh, dass ich nicht wusste, dass er 2 berufliche Standbeine hat. Das hat mich komplett abgeholt. Also ich war komplett drin.